Liebe Freunde, bevor ihr euch unser Video anseht, schreibt uns bitte in die Kommentare, aus welchem Land oder welcher Stadt ihr unser Video schaut. Es ist für uns sehr interessant zu wissen. Nun wünschen wir euch gute Laune und viel Spaß beim Anschauen. Milana und David lernten sich auf einem kleinen Stadtfestival kennen, bei dem sie als Freiwillige tätig war. Er, der Sohn der einflussreichen Geschäftsfrau Erika, bemerkte sie sofort. Ihn faszinierten ihr aufrichtiges Lächeln, ihre Güte und ihre natürliche Schönheit. Zwischen ihnen funkte es, und schon bald konnten sie sich ein Leben ohne einander nicht mehr vorstellen. David war, im Gegensatz zu seiner Mutter, ein sanfter und mitfühlender Mensch. Er sah in Milana nicht nur ein hübsches Mädchen, sondern eine treue Freundin und Lebensgefährtin. Erika hingegen stand der Wahl ihres Sohnes von Anfang an mit Vorurteilen gegenüber. Sie träumte davon, eine Frau aus der Oberschicht an seiner Seite zu sehen, nicht aber eine einfache Lehrerin aus der Provinz. Die Hochzeit von Milana und David war prunkvoll und pompös. Doch selbst an diesem glücklichen Tag konnte Erika ihre Unzufriedenheit nicht verbergen. Sie kritisierte jedes Detail vom Brautkleid bis hin zur Gästeliste. Es schien, als wolle sie diesen Tag ruinieren, nur um ihre Überlegenheit zu demonstrieren. Nach der Hochzeit zogen die jungen Eheleute in die luxuriöse Villa von Davids Eltern. Anfangs versuchte Milana, eine gute Beziehung zu ihrer Schwiegermutter aufzubauen, doch all ihre Bemühungen waren vergeblich. Erika fand ständig etwas zu bemängeln, mal war die Suppe zu salzig, mal war das Bett nicht perfekt gemacht. Sie verglich Milana mit den Töchtern ihrer Freundinnen und betonte immer wieder, wie unpassend sie für ihre Familie war. Davids Vater hingegen begegnete Milana mit Wärme und Verständnis. Er versuchte oft, Erika zur Vernunft zu bringen, doch sie war so von ihrer eigenen Meinung besessen, dass sie nicht auf ihn hören wollte. Schließlich hielt Milana den ständigen Druck nicht mehr aus und überredete David, in eine eigene Wohnung zu ziehen. Doch selbst dort ließ Erika sie nicht in Ruhe. Sie kam regelmäßig zu Besuch, brachte Lebensmittel und Medikamente mit, ließ dabei jedoch spitze Bemerkungen fallen, die Milana oft zu Tränen rührten. David versuchte, seine Frau zu schützen, doch seine Mutter blieb unerbittlich. Zwischen ihnen kam es immer häufiger zu heftigen Streitigkeiten. Verzweifelt suchte Erika schließlich eine bekannte Wahrsagerin auf. Für eine hohe Summe versprach diese, Milana loszuwerden. Sie führte ein Ritual durch und belegte Milana mit einem Fluch. Milana ahnte von all dem nichts und lebte ihr Leben weiter. Sie bemühte sich, ihr Zuhause gemütlich zu gestalten, doch der Schatten ihrer Schwiegermutter schwebte ständig über ihr. Mit jedem Tag fühlte sie sich deprimierter und einsamer. David versuchte, sie aufzumuntern, veranstaltete romantische Abende und brachte ihr Blumen, doch Milana konnte sich nicht von ihren Sorgen befreien. Sie wurde von Albträumen geplagt und bemerkte zunehmend seltsame Dinge in ihrer Wohnung. Schließlich beschloss sie, um ihr Glück zu kämpfen. Sie suchte eine alte Frau auf, die für ihr Wissen über Kräuter und Volksmedizin bekannt war. Die alte Frau hörte sich ihre Geschichte an und gab ihr Schutzamulette gegen negative Energien. Unterdessen eskalierte der Konflikt zwischen David und seiner Mutter. David konnte das Verhalten seiner Mutter nicht mehr ertragen und stellte sie vor die Wahl, entweder sie beendete ihre Intrigen, oder er würde den Kontakt zu ihr abbrechen. Erika erkannte, dass sie ihren Sohn für immer verlieren könnte und begann allmählich, ihre Haltung zu überdenken. Als Milana schwanger wurde, war Davids Vater überglücklich. Er besuchte die junge Familie oft und sah, wie sehr Milana seinen Sohn liebte. Er war überzeugt, dass sie eine wunderbare Mutter sein würde. Die Geburt des Enkels war für Erika ein wahrer Schock. Doch als sie den kleinen Jungen mit den himmelblauen Augen, genau wie die ihres Sohnes, und dem gleichen bezaubernden Lächeln zum ersten Mal sah, spürte sie, wie etwas in ihr zerbrach.
Sie nahm ihr Enkelkind in die Arme und konnte ihren Blick nicht mehr von ihm abwenden. In diesem Moment erschienen ihr all ihre Vorurteile und ihr Zorn so klein und unbedeutend. Mit jedem Tag wuchs Erikas Zuneigung zu ihrem Enkel. Sie verbrachte gerne Zeit mit ihm, las ihm Märchen vor und sang Schlaflieder. Milana war tief berührt, als sie sah, wie sich ihre Schwiegermutter veränderte. Sie bot Erika an, den Enkel öfter zu besuchen und Zeit mit ihm zu verbringen. Erika nahm das Angebot dankbar an. Sie erkannte, dass sie viele glückliche Momente verpasst hatte und wollte nun die verlorene Zeit aufholen. Sie begann, mehr Zeit mit ihrer Schwiegertochter und ihrem Enkel zu verbringen, half im Haushalt und teilte ihre Erfahrungen mit ihnen. Schließlich gestand Erika Milana, dass sie ihr Verhalten zutiefst bereue, und bat sie um Verzeihung. Milana ließ all ihre Verletzungen hinter sich. Sie wusste, dass jeder Mensch Fehler machen kann, aber dass das Wichtigste ist, sich ändern zu können. So brachte die Geburt des Enkels schließlich Frieden und Harmonie in die Familie. Erika erkannte endlich, was wahres Glück bedeutet. Sie verstand, dass eine echte Familie nicht aus Standesdünkel und materiellem Wohlstand besteht, sondern aus Liebe, Verständnis und gegenseitiger Unterstützung. Letztendlich war es die Liebe, die die Herzen von 3 Generationen dieser Familie vereinte.